Hallo zusammen. Ich darf nicht allzu laut sein. Es ist Stage 2 war so das. 10 vor 1. In der Nacht natürlich. Seid vielleicht da hinten an der Uhr. Und es geht um einen Live-Start. Von einem Falcon 9 SpaceX-Rakete, die jetzt höchstens raufgeht, noch 1 Minute 40. Und ich will den Moment für mich selber ein bisschen festhalten. Weil es geht mir darum, zu schauen, ob die Rakete es schafft, wieder zu landen am Schluss. Da muss es jetzt eigentlich nicht länger als 36 Minuten dauern, bis sie im Orbit ist und der Satellit, das ein blöder Telekommunikationssatellit ausgestoßen hat. Eigentlich nicht wirklich etwas, was mich interessiert. Aber mir geht es auch darum, dass die Stufen, die Antriebsstufen wieder sauber heil runterkommen. Und das wäre, wenn das klappt, wieder ein weiterer Beweis, dass der Elon Musk das Zeug dazu hat, seine erste Mondbasis zu bauen und tatsächlich im Jahr 2022 auf den Mars zu fliegen. Wenn es schief geht, dann ist das ein Setback, das man sich nicht so schnell wird erholen. Und ich verzögere, dass sich auch die NASA wird Zusammenarbeit überdenken mit dem. Ja. Und dann muss er sich auf seine Tesla allein verlassen, was uns nicht bringt. So. Startup. Computer haben zur Kontrolle über den Countdown übernommen. T minus. Jetzt geht's los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Okay. Die grösste Belastung ist, glaube ich, nach 1 Minute 16. Wenn ich jetzt nicht wüsste, kann ich nicht mehr zurückschauen. Die Rakete selber, physikalische Materialbelastung und eine sehr kritische Phase. Muss die so wackeln? Das ist auch eine Kamera. Power telemetry nominal. You are watching the Falcon 9 rocket as it ascends through the atmosphere, carrying the EchoStar 105 SES-11 payload to geostationary transfer orbit after a successful liftoff from Kennedy Space Center in Florida. Gut. Liftoff, alles in Ordnung. In about 10 seconds, the rocket is going to be passing through the period of maximum aerodynamic pressure. Jetzt kommt das. Max Q. Maximum dynamischer Druck. Those 9 Merlin engines currently thrusting produce the thrust of 5 747s at full thrust. That's how much power the Falcon 9 is producing right now. Ich bleibe schön ruhig. Started. In about 30 seconds, those 9 Merlin engines are going to shut off in an event called MECO, which stands for Main Engine Cutoff. Oh, das ist noch. There'll be 2 other very quick succession stages happening after that. The first is going to be the stage separation, where the first stage separates from the second stage and comes back towards the drone ship. And then after that, second engine start 1, which is when the Merlin vacuum engine on the second stage ignites to carry the payload the rest of the way to orbit. Stand by for MECO very soon. We have MECO. Stage separation. Oh! Gut. Und jetzt sieht man wunderschön. You can hear the applause from Mission Control. It looks like
that we had a successful MECO, main engine cutoff, successful stage separation, and a successful start of the Merlin vacuum engine on the second stage. For those of you just joining us, on the left-hand side, you can see the first stage of the Falcon 9 rocket currently expanding its grid fins, getting ready for its descent back down through the atmosphere. And on the right-hand side of your screen, you can see the engine nozzle of the Merlin vacuum engine on the second stage. Es ist jetzt auf 7700 Stundenkilometer und auf 101 Kilometer oben. 102, 103. Ich wünschte, mein Bus würde so schnell fahren, wenn ich nicht hängen würde. Mit Trägheitsdämpfer installiert. Fairing is only needed while in the dense region of the atmosphere to protect it from aerodynamic loads. Now that we're out of the atmosphere, we can jettison it. Acquisition of signal per data. You can see those cold gas thrusters on the left-hand side of your screen. Those help orient the first stage of the rocket so that it's pointed in the right direction as it comes back down through the atmosphere. Aha, die Flügel, die man da links sieht, die sind nachher eigentlich zum Steuern, wenn die Stufe wieder landen. Und das ist ja das, was mich interessiert. So that first stage is currently pretty high up in the atmosphere. It's still the gas of the atmosphere is still very thin up there. So, and as it approaches the much thicker parts of the atmosphere lower down, it's going to execute an entry burn for about a minute and a half. This entry burn is going to slow the rocket down so that as it hits the thicker parts of the atmosphere, it doesn't experience any excessive heating from compression of the atmosphere. When on the launch pad, the Falcon 9 rocket is actually, the weight of the Falcon 9 rocket is actually about 90% fuel. So right now that first stage is mostly empty, having expended most of its fuel to get the second stage up to orbit. 90% vom Gewicht der ganzen Rakete ist Treibstoff. Doesn't really need that much thrust to slow down. Those Falcon 9 and so the Und darum kann man die erste Stufe, die jetzt abgelöst wird, ein paar Minuten, braucht ja nachher nicht mehr viel, um sich selber wieder zu heben. Und so kann man dann landen. Also ungefähr in einer Minute. Merci. Das Schlimmste haben wir schon bestanden. And the engine chamber on the Merlin vacuum engine is holding steady. Jetzt kommt es dann. Ich muss dann schauen, dass ich es nicht verdecke für euch. Stage 1 Entry Burn. Ich will das nochmal. We should be seeing the entry burn of that Falcon 9 first stage on the left-hand side of your screen in just about 10 seconds. Stage 1 ASTS has saved. Ja. Jetzt wird es initialisiert und lauf. And there's that entry burn beginning. Stage 1 entry burn is done. Ich sehe nur Flammen und sie klatschen. Es ist anscheinend gut. Logisch, es muss zünden. Da sieht man. Da will man nicht gerne drin sein, weil es wirklich immer noch auf einer Rakete sitzen. Star 105 SES-11 payload to its intended geostationary transfer orbit. We had a good entry burn, and the first stage is still on track to touch down on the deck of Course I Still Love You in the Atlantic Ocean. Das ist noch herzig, die Station, wo es wieder Geochip AMS. Was? So we don't currently have signal from that first stage, but it is scheduled to start its landing burn in just about Stage 30 1 seconds. Currently, the second stage, as you can see on your screen right now, is still burning happily.
we have good telemetry from the second stage. Okay, einfach Kamera ist ausgefallen. Eine, Transfer orbit. zwei. Und dann, wenn in der Raumfahrt Signal Lost steht, dann haben wir einen ganz kurzen Schock. Stage 1 landing burn has started. Er nuschelt so im Hintergrund. Ich verstehe nicht, was ist mit der ersten Stufe jetzt? Stage 2 AFTS has saved. Ah, jetzt, genau jetzt hat er. This is video from the drone ship Yep. before it's still loading. Inside the Ich core. sehe nichts. And a brief cut out in video there, but as you can see, the Falcon 9 rocket is currently standing on the deck. Die zwei, okay, sie ist gelandet, super, aber genau die zwei Bilder sind überbelichtet, die ich genau gesehen und darum bin ich extra aufgestanden. Yet another landing of a successful landing of the Falcon 9 first stage. This is our 18th successful landing of the Falcon 9 rocket. Nein! We also had a confirmation of a good second engine cutoff. This is currently right now, the second stage of the rocket is in a coast period. This coast period is going to last about 20 minutes, but we're not going anywhere. We're just going to give you a quick animation showing exactly where the second stage of the payload is over the surface of the Earth. So we'll be back in just about 20 minutes to guide you through the rest of the second stage burn and payload deploy. Don't go anywhere. Was ich gar nicht nachgeschaut habe, ist die zweite Stufe nochmal landet, eben noch nicht, oder? Das wird er mit der neuen Rakete, die er... Ach, das. Aber ausgerechnet die 2 Sekunden, oder? Ich hätte schon gerne gesehen, oder? Ich verstehe, dass man nicht endlos Kameras dranhängen wenn jedes zusätzliche Licht ist. Und Funkinterferenz. Ach, Blödsinn.